Viele Anfänger fragen sich, was bedeuten die verschiedenen Härtegrade bei den Bleistiften. Heute stelle ich dir die allerwichtigsten vor und zeige dir die Unterschiede und wie du sie auf deine Zeichnungen am besten anwendest. Viel Freude mit dem Video. Ja, los geht's mit den Härtegraden bei Bleistiften. Ich erkläre dir genau, welche man am besten nimmt oder welche sinnvoll sind und was der Unterschied genau dazwischen ist. Ja? Also du siehst hier, ich fange mal an mit einem 2B-Bleistift oder den nehmen wir mal als Beispiel. Du siehst hier ja die Mine, ganz klar, die Mine besteht aus einer Ton-Graphit-Mischung. Ja? Die Härtegrade stehen meistens hier oben drauf. Bei den holzeingefassten Bleistiften und bei den anderen steht es mal drauf oder nicht drauf, bei den Fallminstiften. Ja. Aber im Prinzip ist es immer diese Ton-Graphit-Mischung bei den Minen, die wir hier haben. Zur Erklärung. Ja. Je mehr Ton in der Mine beigemischt wird, je mehr kratzt er. Stell dir so gebrannten Ton vor. Ja, der ist auch kratz- und ziemlich fest. Je mehr Graphit drin ist, je weicher ist der Bleistift. Ja. Mehr Graphit, weniger Graphit oder mehr Ton, weniger Ton. Ja. Also kommen wir zu den Härtegraden. Das sind so die gebräuchlichsten, ja, die wir beim Zeichnen so brauchen. Eigentlich diese mittleren, das ist schon eine Ausnahme und das ist schon eine Ausnahme. Ja, für speziell sehr helle Flächen und sehr dunkle Flächen. Wir werden gleich den Test hier machen und die Kästchen ausfüllen und du wirst merken, dass ein weicher Stift sich angenehmer zeichnet als ein harter. Der harte kratzt praktisch, weil er halt mehr Ton hat. Also legen wir mal los mit dem 4H, sodass du die einzelnen Unterschiede kennenlernst. Ja, also wie dunkel oder beziehungsweise wie hell die sind. Ja. Also es gibt natürlich noch 6H und 8H und 14B, aber die wollen wir jetzt mal weglassen. Speziell die ganz harten brauchst du eigentlich nur im technischen Zeichnen und darauf will ich in diesem Video nicht hinaus, aber sie dienen beispielhaft. In meinen Kunstwerken beispielsweise gibt es, da nehme ich auch den 4H, wenn ich ganz leichten Kontrast brauche. Ja? Du siehst ja hier, er ist sehr, sehr hell. Ja, also wirklich wenn wir das jetzt mal als weiße Fläche nehmen, ein wirklich ganz zarter Kontrast und du merkst, er kratzt auch ziemlich. Ja, also das merkst du beim Zeichnen. Nächster Stift. Jetzt nehmen wir den 2H. Schauen wir mal, was hier passiert. Ja, du siehst, ein wenig dunkler. Ja, natürlich kann man mit dem Druck noch variieren. Ja, aber du siehst den feinen Unterschied und darauf kommt es letztendlich an, wenn du ganz feine Abstufung haben willst, ja, in deinen Kunstwerken. Nächster Stift. Kommen wir zum HB. So, wo hat sich mein HB versteckt? Hier. Also der HB, da gibt es jetzt noch Zwischenstufen H und F, aber die nehmen wir jetzt mal nicht. Wir wollen nicht jeden Härtegrad springen. Ja, das ist irgendwann zu viel. Also ich zeige dir auch die gebräuchlichsten, die ich nehme für meine kleinen und größeren Zeichnungen. Ja. Du siehst, hier haben wir wieder einen leichten Unterschied. Ich drucke jetzt auch nicht besonders stark auf. Ja. Wie weit wir davon abweichen können, das zeige ich am Schluss des Videos nochmal, dass wir noch einen besseren Vergleich haben. So, also 4H, 2H, jetzt haben wir hier den HB. Jetzt kommt der 2B kommt jetzt. So, wo habe ich den zurechtgelegt? Den habe ich doch gerade gehabt. Ach, hier oben ist er. Ist mir weggerollt.
So, also weiter geht's mit dem 2B. Wieder siehst du, dass es ein bisschen dunkler ist. Ja? Man sieht hier wirklich sehr fein die einzelnen Abstufungen, die man so braucht. Besonders wenn du Gesichter zeichnest, ja, ist es auch ganz wichtig, so eine feinen, hellen Töne zu haben. Ja? So, der 2B. Nur eine kurze Unterbrechung. Wenn du tiefer in das Zeichnen eintauchen willst, findest du direkt unter dem Video den Link zum kostenlosen Zeichenkurs. Weiter geht's mit dem Video. Wieder ein Schritt dunkler und als nächstes kommt der 4B. Du siehst, ich zeichne auf einem leicht strukturierten Papier. Gibt auch nochmal einen schönen Effekt. So, wie gesagt, ich nehme jetzt einen leichten normalen Druck und man sieht die Unterschiede wirklich schon. Natürlich gibt es hier noch einen 3B-Stift, aber wie gesagt, diese Zwischenstufen benutze ich persönlich nicht. Ich mag mehr gerade Zahlen und weniger ist mehr. Ja, das zeige ich dir, wie gesagt, gleich noch, wie man mit dem Druck auch variieren kann. Das war der 4B. Jetzt nehmen wir uns mal den 6B. Jetzt wird es schon richtig schön dunkel. Also hier können wir schon schattieren mit. Ja, hier haben wir schon einen deutlichen Unterschied. Zu dem 2B. Ja. So. Du siehst, wir kriegen schon eine schöne dunkle Fläche hier hin. Ja. 6B und jetzt kommen wir zum 8B. Noch ein Tick dunkler. Und der fühlt sich aber, wenn man damit zeichnet, schon relativ butterweich an. Ja. Also wir haben hier einen hohen Graphitanteil in der Mine und weniger Ton. Soweit zum technischen Wissen. Ich würde dir empfehlen, dass du immer startest mit Vorzeichnen HB oder 2B. Das nehme ich immer, ja, zum Vorzeichnen sehr, sehr wichtig, dass man nicht gleich radieren muss, wenn man zeichnet, ja, wenn man einen Fehler hat. So kannst du wieder drüber zeichnen mit einem anderen Stift. Ja. Also du siehst, der 8B ist noch dunkler. So, und jetzt kommen wir zum 12B. Das ist so ein pur Graphit matt, den ich zum Beispiel für starke Kontraste nutze, ja, wo richtig fast kein Licht mehr rankommt. Ja. Natürlich wird es viel dichter, wenn man häufiger übereinander zeichnet oder mit Kreuzschraffuren arbeitet, also in mehrere Richtungen immer wieder zeichnet. Aber mir geht es jetzt erstmal, dass du siehst den grundsätzlichen Unterschied. Was bedeuten die Härtegrade ganz genau? In welcher Range befindet man sich damit? Ja. So, du siehst, der 12B ist schon wirklich richtig dunkel. Ja. Jetzt gehe ich alles rückwärts, jetzt gibt es ein bisschen mehr Druck. Jetzt zeige ich dir mal, was der 12B hier kann. Ja. Wenn ich den richtig verdichte, schau mal, fast so schwarz wie Kohle und natürlich auch relativ matt. Ja. Was heißt matt? Bei einem bestimmten Lichteinfall spiegelt er nicht so stark. Ja. Also ideal für die Pupillen beispielsweise beim Auge. Also siehst du, der wird richtig dunkel. Ja. Das ist nochmal ein ganz anderer Unterschied, wenn man da häufiger mit zeichnet, also häufiger über die Fläche rüber geht in verschiedenen Richtungen. Und natürlich geht der 8B auch noch dunkler. Ja. Aber er wird nicht so dunkel wie halt der 12B. Da siehst du schon einen erheblichen Unterschied, weil es gleich 4 Sprünge sind von den Härtegraden.
Ja. So, machen wir das mit dem 6B hier auch noch. Du siehst, man kann so mit dem 8B zeichnen, aber auch so mit dem 8B zeichnen. Und beim 6B ist es halt ähnlich. Ja, ganz, ganz wichtig zu wissen, dass man mit einem Stift natürlich schon eine Menge erreicht. Ja? Natürlich kann man mit dem 6B auch hier, jetzt mache ich mal ganz zart, auch eine tolle Übung. Ja? Schau mal, komm mal fast in diesen Ton hier rein, hier zu dem 2B. Ja? Also wir haben hier wirklich eine breite Anwendungsmöglichkeit. Das gleiche machen wir mal mit dem 4B. Ja, du siehst auch hier eine Menge. Hier habe ich mit ganz wenig Druck gearbeitet und hier gehe ich ein bisschen stärker rauf und verdichte über Kreuz nochmal. Ja, also auch sehr interessant. Hier können wir auch nochmal schauen. Ich versuche mal noch weniger zu geben. Ja, kaum nur noch das Papier zu streichen. Schau mal. Wenn wir das bei dem 8B machen, geht das auch, ja. Also fast gar nicht aufdrücken, nur das Papier streicheln. Ja. Schau mal, wie zart wir den Ton hinbekommen. Bei 6B mache ich das auch nochmal. Hier ist die Mine relativ spitz. Also du merkst, wie zart das geht, ja. So, nehmen wir uns den 2B nochmal vor, teilen unsere Fläche und gehen hier nochmal rein. Schreib mir mal gerne in die Kommentare, mit welchem Stift du am liebsten anfängst zum Zeichnen. Also mit HB, 2B oder gleich mit einem 4 oder 6B. Ja? Also mit welchem du sozusagen deine Vorzeichnung machst, was dir da am liebsten ist. Vielleicht fängst du sogar lieber mit 2H an. So, also du hast gesehen den 2B und hier gehen wir nochmal ganz zart mit dem 2B hin. Also wir haben hier wirklich eine unglaubliche Bandbreite, die wir nutzen können. So, rein ins HB. Du siehst hier wirklich schön die Unterschiede. Ja? Und hier kannst fast auslaufen lassen. Ja? Man kann schon hier streichen mit dem HB. Passiert gar nicht so viel. So, für die Ordnung mache ich mal hier die Fläche auch noch schön dunkel. So, jetzt sieht man nämlich schön diese Unterschiede. Ja? So, weiter geht's mit dem 2H. Wieder geteilt. Und du hörst, wie der schon kratzt, ja. Wie er ächzt. Ja, hier siehst du, schön, wenn man eine ganz leichte Tönung braucht, ja. Für Wolken oder so. Ja. Aber viel mehr bringt er auch nicht. Und jetzt gehen wir mal hier rein. Siehst du kaum noch. Aber dennoch macht es einen graduellen Unterschied. Ja? So, und jetzt nehmen wir uns noch den 4H. Ja? Und der kratzt noch mehr. Hörst du bestimmt. Und jetzt gehen wir hier raus. Erstmal ein bisschen mehr aufdrücken und jetzt werden wir ganz zart. Also siehst du kaum noch etwas. Ja? Also wirklich siehst du, welche einzelnen Grade wir haben. Hier beim 4H, 2H. Das ist immer ein sehr interessanter Vergleich, sich sozusagen bewusst zu machen, welche Möglichkeit hat man denn? Ja? Welche Optionen hat man denn? Das Hellste, was du hast, noch ein Zusatztipp, ist ja immer das Papier, das du vorher auswählst. Also bei Sonnenaufgänge, bei einem starken Kontrast, nimm unbedingt ein sehr, sehr helles Papier. Wenn du mehr so
etwas Älteres zeichnen willst, ja, brauchst du diesen starken Kontrast nicht. Da kannst du ein naturweißes Papier nehmen. Ja, das ist jetzt so ein Zwischenpapier, so eine Zwischenfarbe. Ja, aber du siehst, wie man hier darauf experimentieren kann. Ja. Wenn du weitere Videos sehen willst, schau mal oben die Playlist, klick dich da gern durch die weiteren Videos. Dort erfährst du noch mehr zum Thema Zeichnen für Anfänger oder auch über die anderen Playlists, Material, Naturzeichnen etc.